Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es darum, hier dieses simple Wassermaterial zu erstellen, welches ich als Kopie genommen habe von einem anderen YouTuber und das Video packe ich euch in die Videobeschreibung mit rein. Dann könnt ihr euch das auch gerne angucken. In dem alten Video sind halt eben Notes drin, die es heute so nicht mehr gibt in Blender, und ich habe das dementsprechend angepasst auf aktuelle Blender 4.4 und hoffe, ihr könnt mit dem Material was anfangen und das dann für eure Projekte benutzen. So, dann lasst uns mal reinstarten. Als erstes löschen wir dann alles und fangen mit einer Plane an, wo wir dann ein Material als Boden fertig machen. Die Plane tun wir jetzt größer scalen mit S6. Damit haben wir die jetzt um ein Sechsfaches vergrößert. Dann gehen wir in den Render View und wir gucken vorher, dass der Node Wrangler an ist. Das heißt, wir gehen unter Add-ons und sagen Node und dann sehen wir, wenn der Haken drin ist, ist er aktiviert. Und wir fügen dann jetzt hier ein Material zu, sagen neu und sagen, wenn wir nur die Principal BSDF angeklickt haben, mit Ctrl-Shift-T und können dann auf unser Material gehen, was wir uns runtergeladen haben. Den Link dafür packe ich euch in die Videobeschreibung. Wählen alle aus und sagen Add Textur und damit haben wir unser Grundmaterial. Dann, damit das sich dann noch mit den Unebenheiten und so weiter anpasst, gehen wir nochmal eben auf das Material, gehen mit Tab in den Edit Mode und sagen Shift 9 Ctrl I Subdivide, dann gehen wir unten in die Ecke und sagen einfach mal 50. So, damit haben wir das unterteilt, gehen wieder zurück, dann bleiben wir hier auf unserem Material und gehen runter auf Settings und gehen von Bump Only auf Displacement and Bump. Und dadurch haben wir jetzt ein sehr raues Muster und da können wir dann hier unser Displacement, das setzen wir auf hier 0,2. Ja, damit haben wir ein schönes Displacement. Es geht hoch und runter, unser Steinboden. Und wir sehen, wir haben ja einiges dann unter dem Nullpunkt und einiges drüber. Und das ist gleich schön, um unser Wasser zu sehen. Gut, damit haben wir unseren Boden erstellt. Dann fügen wir oder ich jetzt in dem Falle, damit ich einen schönen Hintergrund noch habe, ein Bild hinzu. Ich mache das mit Mesh Add Plane. Gehe dann wieder auf mein Watermaterial. Ich habe das da schon drin abgespeichert und sage Open. Dann sage ich RX für Rotation 90 Degrees. Dann scale ich das größer und ich mache GY und schiebe das hinter unseren Boden. So, jetzt haben wir theoretisch dann unseren Boden und man sieht dann dahinter das Wasser und die Hügelkette und so weiter. Damit das dann jetzt noch ein bisschen
angenehmer aussieht, mache ich noch ein Licht hinzufügen. Dafür nehme ich in dem Fall jetzt mal ein Sunlight. Ich mache GZ hoch, dann gehe ich mal mit 3 auf die Seitenansicht und sage R. So. Okay. Ja, genau verkehrt rum. Noch einmal 3. Dann drehen wir das Ganze G nach da, R nach da. So, 1. Und wir haben unser Bild beleuchtet und den Boden. So, das heißt, damit ist unsere Grundszene fertig. Wir haben das schöne Hintergrundbild und wir haben unseren Boden und fertig. Dann füge ich jetzt für unser Wassermaterial noch eine Plane hinzu. Eine Plane, ich scale die jetzt etwas hoch. Da machen wir auch 6. Haben wir das auf derselben Größe. Und jetzt sieht man, dass hier einiges unter Wasser quasi ist und einiges über Wasser. Jetzt gehen wir dann einmal noch in den Edit-Modus und sagen Extrude Z und machen das einfach noch ein bisschen runter. Das heißt, dass wir nachher eine Tiefe von dem Wasser noch haben. Und dann sagen wir hier jetzt auch neu. Dem geben wir dann den Simple Water, sagen einfaches Wasser, und damit wir jetzt hier Wasser rausbekommen, machen wir die Roughness down, das heißt, jetzt sehen wir es schon ein bisschen, das spiegelt deutlich mehr, und dann hier die Transmission auf 1, jetzt spiegelt es nochmal deutlich mehr. Und den IOR nehmen wir von Wasser, der ist 1,333. So, damit haben wir die Grundeinstellung fertig. Jetzt haben wir allerdings ein Wasser, was komplett flach ist. Ich scale die hinter noch einmal etwas größer. Scale. So, damit wir hier einmal komplett Hintergrund mit haben. Genau, damit wir jetzt dann damit wir dann jetzt hier nennen wir auch noch Simple Water, und damit wir jetzt ein bisschen mehr Wassereffekt haben, nehmen wir jetzt eine Noise Textur und eine Bump. Im Originalvideo wurde hier eine Musgrave genommen, die gibt es nicht mehr, und die Principal BSDF sah halt eben da noch anders aus, und die ist jetzt auch die neue quasi, aber da verändert sich von den Werten theoretisch nicht viel. So, und über die Noise sehen wir jetzt, haben wir schon mal ein bisschen mehr Wellen, und durch die Strengths und durch die Distance wählen wir dann aus, wie stark es ist, und das den Filter, den machen wir, oder Filter Byte, setzen wir auf 1. Gut, damit wir das jetzt feiner haben, können wir hier, sieht man, den Scale quasi erhöhen, und dadurch sieht man schon, dass der Filter, dass die Wellen kleiner werden. Und hier möchte ich jetzt sagen, nehme ich mal einen Wert von 200. Das heißt, die Wellen sind ziemlich klein, und dann möchte ich es aber
Und man sieht jetzt hier auch schön die Reflexion von den Steinen dann mit. Möchte ich aber jetzt wieder kleiner haben und sage, hier mache ich 0,05 und den Bump quasi runter, und hier nehme ich bei der Distance 0,02. Dadurch ist der Bump nicht so hoch und es spiegelt wieder etwas mehr von dem Wasser. Und wenn man jetzt sieht, ist das hier im Hintergrund auch wieder ähnlich quasi von dem Schimmern vom Wasser. Und ja, das wäre jetzt sozusagen das absolute Grundmaterial. Könnt ihr euch gerne so nehmen. Und ich mache allerdings jetzt noch die Anfügung, wie auch in dem anderen Video, in dem Originalvideo. Und dafür füge ich jetzt eine Mix oder einen Mix Shader hinzu. So, und sage dann, ich nehme eine Transparent BSDF und wie man jetzt schon sieht, tut er teilweise reflektieren und teilweise den, wie heißt es, Untergrund durchzeigen für das halt eben die Transparent, das Transparente. Und desto weiter ich zu einem Wert gehe, desto mehr ist es transparent, und desto mehr ich zum anderen Wert gehe, desto weniger ist es transparent. Und um das jetzt ein bisschen auf die Kamera abzustimmen, nehmen wir das Light Path und sagen in Camera Ray. So, dadurch sieht man, es ist da, aber auch sehr transparent. Um da jetzt kann man auch noch mal gucken, im Originalvideo ist es so rum. Ja, also je nachdem wie man guckt, wenn man flach wird, tut es mehr reflektieren, und wenn man mehr von oben kommt, ist es durchsichtig. Das ist besser, also so wie im Original auch. Gut, das sieht schon mal schön aus, und damit wir jetzt noch etwas mehr Tiefe oder realistischere Tiefe reinbekommen, nehmen wir den Volume, Principal Volume, weil wenn ich jetzt hier von oben flach drauf gucke, ist es überall gleich dunkel, und wenn ich jetzt hier den nehme, wird es, desto tiefer was ist, also das ist weniger tief, hier ist noch weniger tief, und desto tiefer es wird, desto dunkler wird es. Da zum Beispiel auch mit Schatten ist das deutlich realistischer. Wir können dann jetzt hier noch sagen, die Anisotrophie, die setzen wir auf 121. Und farbetechnisch wäre ich jetzt eher für einen leichten Blau- oder Grünton, je nachdem fürs Wasser. Und mache den noch etwas heller. So. Was jetzt hier, weil wir jetzt nicht so viel Tiefe haben, nicht ganz so wirkt. Aber wenn wir jetzt eine dickere oder mehr Tiefe haben, wirkt das deutlich besser. Dann gehen wir hier, gucken wir noch einmal, gehe ich auf Voll Weiß und das auch erstmal, obwohl wir hier bei der Base Color auch sonst was leicht bläuliches nehmen können. Könnt ihr sonst mal gucken, was euch gefällt, und dementsprechend haben wir dann hier unser Wasser und dann den
wie heißt es, mit dem Principal Volume dementsprechend die Tiefe. So. Damit wäre unser Material für ein ganz einfaches, simples Wasser komplett fertig. Ich ziehe das hier noch einmal groß. Könnt ihr euch gerne abkopieren, das Material. Und damit wäre es das mit dem Erstellen vom Wasser. Ich speichere das mal ab und gehe auf Water Material. Ich habe schon 2 Tests vorher gemacht, die mir nicht so gut gefallen haben, und das ist jetzt das Final. Und das nennen wir jetzt mal Simples Water. Save. Und ja, damit können wir das jetzt, sag ich mal, weglassen und wir öffnen unser Materials Blend, um jetzt hier auch das Wasser als Material hinzuzufügen. Ich nehme mal die 3 und sage G -3 und ich füge mal 9, das nehme ich jetzt als Cube Wasser hinzu und sage jetzt erstmal Save. Dann hole ich das Wassermaterial über Append aus dem anderen Material, simples Wasser, Material, Simple Water, und dann gehe ich hier wieder auf den Würfel, sage nicht Plus für neu, wähle hier Simple Water aus. Hier haben wir jetzt unser Material und hier sieht man jetzt, dass der Würfel hier an den Ecken wassertechnisch mehr durchsichtig ist. In der Mitte wird es immer mehr, immer dicker. Und wenn wir jetzt hier ja, was anderes nehmen, geht es auf jeden Fall um. Gut, damit haben wir unser Wassermaterial in unserer Datei für die Asset Library. Wir sagen noch einmal Save. Save. Und dann sagen wir können es jetzt wieder einmal als einfaches Material oder als Objekt hinzufügen. Wobei ich hier nochmal wieder eine neue Kollektion hinzufüge. Water. Ich ziehe den Cube runter und sage Simple Water. Und dann mache ich einmal Asset auf das Material, auf das Objekt, dass ich immer das Objekt direkt reinziehen kann. Und ich mache Simples Water als Material, dass ich das auf ein Objekt draufziehen kann. Auch einfach noch als Asset. Gut, und dann speichern wir noch einmal. Dann gehen wir auf den Asset Browser. Und hier haben wir unser Material jetzt einmal Simple Water als Material, was wir auf ein Objekt ziehen können, oder Simple Water als Objekt, wenn wir das Objekt dann reinziehen möchten. Dann gehen wir auf unsere Asset Library, gucken wir mal einmal noch bei Fog, da habe ich es genauso gemacht. Dann mache ich ein neues Material, Water, und in Water ziehe ich dann die beiden rein. Das heißt, in Unassigned ist nichts mehr, in Water ist. Jetzt heißt es Katalog,
Save Asset Katalog, dann ist unser Sternchen dahinter weg. Und wir haben sie auch in unserem kompletten mit drin. Was ich noch machen könnte, wäre, ich gehe noch einmal auf Water, drücke N und sag bei Name Simple Water Object. Dann habe ich es gleich wie beim Fog. Dann machen wir File Save. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme neu, General, dann habe ich hier den Würfel. Und jetzt habe ich die Möglichkeiten, dass ich hier unser Material direkt reinziehe. Oder ich setze einen Würfel direkt rein als Objekt, reingezogen und kann das dann dementsprechend skalieren und anpassen, um das dann als Wasser weiter zu nutzen. So, das war's dann jetzt mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit und konntet damit was anfangen. Wie gesagt, es gibt dafür ein Original. Ich habe das halt eben nur angepasst auf die jetzige Blender-Version und hoffe, wie gesagt, dass ihr damit was anfangen könnt, dass es euch was hilft für eure Projekte und bis dahin, gebt mir gerne ein Like oder schreibt mir einen Kommentar. Jo, bis dann. Ciao.